Wir befinden uns vor dem Barockschloss Neuwartenburg neben Vöcklerbruck. Der Zufahrtsweg durch eine Allee wird heute durch das lokale Lohnunternehmen Gruber Bodenwerkstatt ausgebessert. Es wird dabei das Bankett abgefräst, Schlaglöcher untergraben und der Querschnitt des Weges zu einem Dachprofil verdichtet. Der Lohnunternehmer setzt das mit einer kompakten Traktorkombination aus Steher-Spezialmaschinen um. Ein neuer Fendt 27 zieht diese Maschinen. Wie die Wegsanierung im Detail funktioniert, wird im folgenden Video beschrieben. Es ist ein kühler, aber sonniger Aprilvormittag. Vor dem Barockschloss Neuwartenburg wird heute die Zufahrtsstraße, eine 50 Meter lange Allee, ausgebessert. Dafür setzt Gruber Bodenwerkstatt ein Gespann aus Fendt 27 Vario und Stärkräder und Plattenverdichter ein. Der Schotterweg hat zu Beginn einige Schlaglöcher. Spurrillen und hohes Bankett verhindern zusätzlich das Abfließen des Regenwassers. Um das zu verbessern, wird der Weg zur Seite hin abgeschrägt und geglättet. Als erstes wird das Bankett des Weges abgefräst. Das Gespann fährt zum Ende der Allee und die Fräse klappt hydraulisch aus. Die Fräse wird über die Traktorhydraulik angetrieben. Mit 2,3 km/h arbeitet sich die Fräse langsam über die Böschung. Der Fahrer Bernhard Gruber steuert von der Kabine aus mit viel Fingerspitzengefühl und Hilfe von Load Sensing die Tiefe der Fräse. Er hat dabei eine gute Sicht auf das Arbeitswerkzeug. Das schneckenförmige Profil trägt dabei mühelos Erde, Steine und Wurzeln ab und streut es zur Seite hinweg. Die Maschine fräst das Bankett beidseitig in 2 Durchgängen ab, um nicht zu viel Material an einer Stelle abzutragen. Am Ende des Weges stoppt Bernhard die Fräse und klappt sie ein. Das Gespann wendet vor dem Schloss. Das Barockschloss Neuwartenburg bietet bei diesem Einsatz eine imposante Kulisse. Das Schloss wurde Mitte des 18. Jahrhunderts neben der Vöckle erbaut. Es ersetzt seitdem eine mittelalterliche Zweihügelburg, die heute nur mehr als Ruine erhalten ist. Bernhard räumt liegen gebliebenes Material vom Bankett mit dem Planierschild ab. Er zieht damit die Kontur nach. Das Planierschild ist dabei zum Rand hingekippt und arbeitet nicht in der Mitte des Weges. Danach werden die hinter dem Planierschild angebrachten Aufreißzähne hydraulisch niedergelassen. Bernhard verdichtet dann das Tor des Schlosses und lässt das Gewicht des Gräders und Traktors auf die Krallen. Damit wird das Material aufgelockert und Verdichtungen im Schotter aufgerissen. Dabei werden Schlaglöcher untergraben und man erhält lockeres Material zum Planieren. Wird ohne Lockerung Material aufgebracht, bilden sich an denselben Stellen leichter wieder Schlaglöcher. Durch das Untergraben wird die Neubildung der Schlaglöcher vermindert. Während dem Aufreißen schwingt die Achse des Gräders frei in der Luft. Reichen die integrierten Aufreißzähne nicht aus, wird von Gruber ein Aufreißer zum Einsatz mitgenommen. Nach 2 Überfahrten zieht Bernhard die Krallen ein. Er steigt aus und klappt seitliche Begrenzungsbleche bzw. Räumsperren herunter. Sie sind notwendig, damit keine Spuren neben dem Planierschild entstehen. Diese müssen jedoch zum Fräsen hochgeklappt sein. Bernhard fährt das Gespann zum Anfang des Schotterweges. Über die Achse wird das Planierschild auf die Straße gesetzt. Beim Abziehen des Schotters stellt Bernhard grob eine Dachform her. Das Planierschild kann dafür 15 Grad gekippt werden und ist seitenunabhängig schwenkbar. Mit dem Schild kann wie hier bestehendes Material, aber auch neuer Schotter planiert werden. Die Schürftiefe wird über Load Sensing gesteuert. Der Gräder ist am Dreipunkt des Fendt angebaut. Die Räder des Gräders drehen frei und machen das Gespann auch in Arbeitsposition wendig. Zusätzlich sorgen sie für eine stabile Tiefenführung. Am Ende hebt Bernhard das Schiffschild aus und fährt rückwärts zurück zum Anfang.
Muss enger gewendet werden, hebt Bernhard den ganzen Gräder über die Heckhydraulik. Ein Motorgräder ist hier kein vollwertiger Ersatz. Diese bieten für Gruber Bodenwerkstatt zu wenig Flexibilität bei Arbeitswerkzeuge und Auslastung auch außerhalb der Saison. Die höhere Traktion von Traktoren ermöglicht auch die Sanierung von nassen Wegen. Mit dem Traktor und Tieflader lassen sich auch zusätzliche Werkzeuge wie Steinfräsen oder Aufreißer in einer Anfahrt transportieren. Gruber Bodenwerkstatt ist bei der Wegsanierung hauptsächlich im Frühling und Herbst unterwegs. Zu dieser Zeit entstehen auch die meisten Schäden an Schotterwegen. Gruber hat 2021 den Gräder angeschafft, um eine effiziente Alternative zur Wegesanierung anbieten zu können. Sie setzen schon länger Steinfräsen im Wegebau ein. Dadurch ist das Geschäft der Wegesanierung über die Jahre langsam angewachsen. Der Hauptteil ist dabei die Sanierung von kurzen Wegstücken und Waldwegen. Ist der Schotterweg fertig planiert, wird zum Abschluss der Untergrund mit Rüttelplatten verdichtet. Die ebenfalls von Ster hergestellte Spezialmaschine arbeitet mit 3 unabhängig gelagerten Platten. In jeder Platte befinden sich 2 exzentrische Wellen, die durch Rotation über einen Hydraulikmotor je 60 kN an Vibrationen in den Boden übertragen. Die geteilten Platten passen sich an den Weg an und können damit auch ein rundes Profil verdichten. Der Hersteller Ster verspricht sich durch diese Anordnung eine effizientere Verdichtung als mit herkömmlichen Walzfahrzeugen. Nach mehreren Überfahrten wird eine glatte Oberfläche hinterlassen. Das Wasser kann besser abfließen und der Weg hat eine gute Chance, länger in ordentlichem Zustand erhalten zu bleiben. Nach 3 Stunden Arbeit hebt Bernhard den Gräder und die Rüttelplatte zur Straßenfahrt aus und setzt zum nächsten Auftrag um. Vielen Dank an Bernhard Gruber für das Ermöglichen der Aufnahmen und zusätzlichen Informationen. Die Aufnahmen sind im Rahmen eines Videoprojekts und Fotoshootings mit Gruber Bodenwerkstatt entstanden. Wie bei den anderen Videos stehen die Maschinengespanne wieder in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen.